SpaceX Falcon 9 muss nach missglückter Landung wieder am Boden bleiben. Starttermin für die erste New Glenn von Blue Origin steht. Boeing Starliner fliegt nun offiziell ohne Crew heim. Die Crew soll dann mit SpaceX Crew 9 im Februar zur Erde kommen. Starlink zerbricht über der Schweiz. Zweiter Startturm für das NASA SLS wird teurer als die höchsten Gebäude der Welt und die NASA-Mission Europa Clipper bekommt ihre Flügel vor Start zu Jupiter. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Die Falcon 9 kommt aktuell nicht aus den Schlagzeilen. Am 28. August gab es die erste missglückte Boosterlandung von SpaceX seit 3,5 Jahren. Das bezieht sich nur auf die Landungen. Booster, die aufgrund von Wetter- und/oder Bergungsproblemen verloren gegangen sind, da gab es eine Reihe. Der Falcon 9 Start, der verlief planmäßig und die Oberstufe der Falcon 9, die setzte die Satelliten etwas mehr als eine Stunde nach dem Start erfolgreich in die Umlaufbahn. Die erste Stufe der Rakete, die kehrte wie so oft zurück zur Erde, um auf dem Drohnenschiff A Shortfall of Gravitas im Atlantik zu landen. Der Abstieg des Boosters schien normal zu verlaufen, aber bei der Landung 8 Minuten und 20 Sekunden nach dem Start brachen Flammen aus der Basis des Boosters hervor und der Booster kippte um und zerbrach. Es war der 23. Flug des Boosters B1062 und ich bin nicht abergläubig, aber Details in Statistiken, die finde ich dann doch spannend. Der Booster hat unter anderem Jared Isaacman auf seinem ersten Raumflug mit Inspiration 4 befördert. Der 23. Start eines einzelnen Boosters und die Serie von 268 erfolgreichen Landungen am Stück macht, glaube ich, ganz gut deutlich, wie verlässlich die Falcon 9 in den letzten 3 Jahren geflogen ist. Gut denkbar, dass die Booster mit über 20 Starts nun doch in Rente müssen oder der bessere Fall, dass einfach Anpassungen die Lebensdauer weiter steigern. Obwohl SpaceX sicher jetzt schon ein gutes Verständnis hat, was schiefgelaufen ist, konzentriert sich die Community anhand der Live-Aufnahmen auf die Triebwerksperformance des Merlin-Triebwerks und auf das brechende Landebein. Offenbar hat Booster B1062 mit etwas erhöhter Geschwindigkeit das Deck des Droneships erreicht, was dann vielleicht zur Überlastung des Landegestells geführt hat. Auch das Feuer an der Triebwerkssektion direkt nach dem Aufsetzen sieht nach einem verräterischen Zeichen für ein Triebwerksproblem aus. Ich bin recht überzeugt davon, dass SpaceX noch mitteilen wird, was genau das Problem war. Booster 1062, übrigens einer der wenigen SpaceX-Booster, die ich persönlich kenne. Den hatten wir auf unserer USA-Reise, nämlich im Hafen von Cape Canaveral, getroffen. Da auf A Shortfall of Gravitas steht ein Booster 1062.19. Das heißt, der ist schon 19 Mal ins All geflogen und 19 Mal gelandet. Das ist aktueller SpaceX-Rekord. Aber ich würde sagen, der fliegt jetzt nochmal. Ja, das Ganze blieb nicht ohne Folgen. Die Starts der Falcon 9, die sind vorübergehend ausgesetzt, da die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA mögliche Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit nach der missglückten Landung untersucht. Obwohl der Vorfall keine Verletzungen oder Schäden verursachte, jetzt mal abgesehen von dem SpaceX-eigenen Booster, verlangt die FAA eine Untersuchung. Ein erneuter Flug der Falcon 9, der hängt davon ab, ob die FAA feststellt, dass keine Systeme, Verfahren oder Prozesse im Zusammenhang mit der Anomalie die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt. Die FAA hat die Falcon 9 also wieder an die sprichwörtliche Kette gelegt. Ja, was war der Aufschrei auf Social Media groß, was die FAA sich denn dabei denke, es sei doch nur bei einer Landung passiert und überhaupt, außer bei SpaceX würden doch alle anderen Raketen während der Landung kaputt gehen. Jetzt muss man aber einräumen, dass das Landetriebwerk ja auch beim Start genutzt wird und je nachdem welches System versagt hat, es eben doch Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der Falcon 9 hat. SpaceX hat bisher keine zusätzlichen Details zu dem Vorfall mitgeteilt. Auf X heißt es, sie arbeiten so hart wie sie nur könnten daran, die Ursachen gründlich zu verstehen und so schnell wie möglich Korrekturmaßnahmen umzusetzen. Klar, vor Polaris Dawn und so kurz nach einem Grounding wegen des Oberstufenfehlers am 11. Juli sehr ärgerlich. Aber wie wir uns erinnern, hat es danach ja nur 2 Wochen gedauert, bis die Ursachen verstanden und die FAA eine erneute Flugerlaubnis erteilt hat. Klar, die Rakete, die muss eine Starterlaubnis haben. Jared Isaacman, der erklärte diese Woche weitere Startbedingungen für den Polaris Dawn Start. Die Startkriterien, die werden stark durch die prognostizierten Wetterbedingungen für die Wasserung eingeschränkt, also die Rückkehr dann der Mission. Da es auf der Polaris Dawn Mission kein Rendezvous mit der ISS gebe und nur begrenzte lebenserhaltende Verbrauchsmaterialien zur Verfügung stehen, da müsse vor dem Start absolut sicher sein, dass das Wetter beim Wiedereintritt der Dragon
in Ordnung ist. Polaris Dawn, geplant als 5-tägige Mission in eine Höhe von bis zu 1400 Kilometern, wird weiter von der Erde entfernt sein als alle Menschen seit Apollo 17 im Jahr 1972. Neben 40 Experimenten und dem Test von Laserkommunikationsverbindungen mit Starlink-Satelliten, da soll der Höhepunkt der Mission aber ein Weltraumausstieg sein. Es wäre der erste auf einer privaten Weltraummission und der erste von einer SpaceX Crew Dragon aus. Der Polaris Dawn Start, der war in der vergangenen Woche erst wegen Problemen mit dem Bodensystem und dann wegen Wetters verschoben worden. Diese Woche gab es am 27. August gegen 21:30 Uhr eine ungewöhnliche Erscheinung am Himmel über Frankreich und der Schweiz. Konnte man wohl auch aus Deutschland gut sehen. Mittlerweile ist klar, es war ein wiedereintretender Starlink-Satellit. Der Betreiber SpaceX, der betont, die Satelliten, die habe man so konstruiert, dass sie bei Wiedereintritt vollständig verglühen. Soweit ich weiß, konnte bisher nichts Gegenteiliges beobachtet werden. Über die Kofferraumsektion, das heißt die Trunks der SpaceX Crew Dragon und Dragon Raumschiffe, da wurde gerade bekannt, dass sie wieder erwartend in großen Teilen den Wiedereintritt überstehen können. Am späten Freitagabend hat die FAA dann mitgeteilt, dass SpaceX die Falcon 9 wieder starten darf, obwohl die Untersuchung noch weiter am Laufen ist. SpaceX hatte das am 29. August beantragt und die FAA hat dafür die Erlaubnis am 30. gegeben. Und SpaceX wäre nicht SpaceX, wenn sie diese Erlaubnis nicht direkt nutzen würden, um direkt weiter zu starten. Am Samstagmorgen erfolgte dann der erste Starlink-Start von Florida aus, vom Pad 40 in der Space Force Station. Es war der 18. Start des Boosters, die Landung gelang und auch das Aussetzen der 21 Starlink-Satelliten erfolgte wie geplant. Starlink in der öffentlichen Wahrnehmung mal mindestens umstritten. Was die Wahrnehmung angeht, mit Sicherheit ein cleverer Move. Starlink hat diese Woche bekannt gegeben, man werde die Fähigkeit, Notrufe von handelsüblichen Handys per Starlink-Satellit zu empfangen, auch Nichtkunden von Starlink zur Verfügung stellen. Das dürfte massiv zur Akzeptanz von Starlink beitragen und Gesetzgeber unter einen gewissen Druck setzen, diese Technik zu erlauben. Schwer vorstellbar, dass man schwere Unglücksfälle riskieren will, wenn man sie dank dieser Technik vermeiden könnte. Bereit für den Countdown? Senkrechtstarter wird 5 und das feiern wir wie die Mondlandung. Am Freitag, 11. Oktober, Vorabend zum Space Creator Day, schwing ich den Pizzaschieber für euch. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen und wir haben das Konzept ein bisschen überarbeitet. Wir fangen mit 18 Uhr jetzt deutlich früher an, damit es für den Space Creator Day am nächsten Tag nicht zu spät wird. Damit ihr nicht vom Fleisch fallt, gibt's ab 19 Uhr mein Leibgericht Pizza All Can Eat und Nachtisch, beides im Ticketpreis enthalten. Getränke gibt's dann gegen Bares oder mit Karte an der Theke. Zur Schulzeit, da habe ich mir als Pizzabäcker mein Taschengeld aufgebessert und jetzt am 11. Oktober erlaubt mir der Küchenchef der Porta Nova 2 auch für euch den Pizzaschieber zu schwingen. Die ein oder andere Mos Speziale wird also auch auf dem Tisch landen. Aber das Wichtigste, natürlich erwartet euch das Beste aus 5 Jahren Senkrechtstarter, coole Überraschung und die einmalige Chance, live bei der Aufnahme einer Senkrechtstarter-Episode mit dabei zu sein. Also schnallt euch an, es wird senkrecht. Durch unseren Wechsel in die Pizzeria Porta Nova 2 müssen wir die Tickets leider stark limitieren. Vereinzelte Tickets sind aber noch da. Schnell sein lohnt sich also. Weitere Infos und Tickets unter dem Video. Das wird ein richtig cooler Abend unter Senkrechtstartern. Ich freue mich schon mega auf euch. Boeing Starliner Raumschiff wird im September ohne seine beiden Besatzungsmitglieder zur Erde zurückkehren. Die NASA hat entschieden, dass Probleme mit den Triebwerken ein zu großes Risiko darstellen, um die Astronauten Butch Wilmore und Sunita Williams sicher heimzubringen. War ja die Nachricht aus der Raumfahrt Anfang der Woche auch im Mainstream. Für regelmäßige Zuschauer auf Senkrechtstarter kam das Ganze natürlich nicht wirklich überraschend. Beide NASA-Astronauten, die ursprünglich im Juni auf der Crew-Flight-Test-Mission zur Internationalen Raumstation geflogen sind, bleiben jetzt mit einem Teil der noch zu startenden Crew 9 bis Februar auf der Station und werden dann mit dem Crew Dragon von SpaceX zur Erde zurückkehren. Das ist schon ein bisschen eine Blamage für Boeing. Die Entscheidung, Starliner ohne Crew zurückzuschicken, beruht auf der Unsicherheit über die Funktionsweise der Triebwerke, die während des Anflugs zur ISS ja ausgefallen waren. Trotz intensiver Tests und Untersuchungen, darunter auch in der White Sands Test Facility in New Mexico, konnten die Experten die Ursache für den Leistungsabfall der Triebwerke nicht eindeutig klären. Letztendlich gab es laut NASA zu viele Unsicherheiten in der Vorhersage der Triebwerksperformance. Die NASA plant nun, Starliner am 6. September ohne Besatzung zur Erde zurückzubringen, während Crew 9 frühestens am 24. September mit 2 Astronauten zur ISS aufbricht. Die Entscheidung wurde von der NASA einstimmig getroffen. Der Zeitpunkt für einen weiteren Flug von Starliner, der bleibt unklar. Die Verantwortlichen, die wollen die Rückkehr ohne Crew abwarten, um festzustellen, welche Änderungen am Raumschiff erforderlich sind. Es könnte sogar ein weiterer Testflug ohne Crew nötig sein, bevor die NASA dann Starliner für reguläre Crew-Rotationsmissionen zur ISS zertifiziert. Boeing hat ja bisher Verluste von $1,6 Milliarden für Starliner verbucht.
bleibt bisher aber wohl entschlossen, das Programm fortzuführen. NASA-Administrator Bill Nelson, der zeigte sich zuversichtlich, Starliner werde wieder mit Astronauten an Bord fliegen. Für die Astronauten Wilmer und Williams bedeutet das natürlich, dass der Aufenthalt auf der ISS deutlich verlängert wird. Beide sind sehr erfahrene Langzeitbewohner der Station und wurden umfassend für ihre langen Aufenthalt trainiert. Die Mission von Starliner, die verlief alles andere als planmäßig. Ursprünglich sollte das Raumschiff ja nur 8 Tage an der ISS bleiben, doch nach dem Start am 5. Juni, da traten Probleme auf, die zu einer immer weiteren Verlängerung des Aufenthalts führten. Bereits die beiden vorangegangenen Testflüge ohne Crew, die hatten mit Problemen zu kämpfen. Die NASA, die hofft, dass die jetzige Rückkehr von Starliner den Schlüssel für die künftige Sicherheit und Einsatzfähigkeit des Raumfahrzeugs erzeugen wird. Ein Bericht des NASA-Generalinspekteurs zeigt, dass der Bau einer zweiten mobilen Startplattform für das Space Launch System, also SLS, erheblich teurer wird als geplant. Der neue zweite Startturm, der gerade einmal 2 Meter höher ist als der für Artemis 1 bis 3 eingesetzte, der wird für das etwas leistungsfähigere SLS 1B des Artemis-Programms benötigt, das ab Artemis 4 unter anderem Module des Gateways in den Mondorbit befördern soll. Ursprünglich sollte der Hersteller Bechtel die ML2 bis 2023 liefern. Doch die Kosten und der Zeitplan, die sind mehrfach angepasst worden. Eine unabhängige Überprüfung, die schätzt das Projekt, das werde bei Abschluss 2,7 Milliarden US-Dollar kosten und erst nach dem aktuellen Startdatum vom Artemis 4 2028 abgeschlossen sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bechtel den zweiten Startturm bis zum angepeilten Termin 2026 liefert, liegt, so der Bericht des NASA-Generalinspektors, bei 0%. Ich fand einen Vergleich von Ken Kirtland auf X ganz treffend. Der Lotte World Tower in Südkorea, der ist 5-mal so hoch, hat aber vergleichsweise nur 2,5 Milliarden Dollar gekostet. Oder ein vielleicht noch besserer Vergleich. Im Süden von Texas, da stehen jetzt 2 Türme für die größte und leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde. Aber nicht nur die Kostenüberschreitungen der Startanlagen plagen das Artemis-Programm. SLS-Hauptauftragnehmer Boeing wurde von der NASA wegen schwerer Mängel in der Qualitätskontrolle bei der Arbeit an der nächsten Version des SLS-1B kritisiert. Die Probleme resultieren aus einem unzureichenden Qualitätsmanagement und fehlendem geschulten Personal in der Fertigung in New Orleans. Auch der erste Flug von Menschen mit Artemis 2, der scheint weiter in Frage zu stehen. Nach Artemis 1 waren Probleme am Hitzeschild der Orion-Kapsel aufgetreten. Die NASA hat hierfür bis heute keine Lösung bekannt gegeben. Der Flug ist offiziell für Herbst 2025 geplant. Die erste Mondlandung mit Crew, die für Ende 2026 mit Artemis 3 vorgesehen ist zusätzlich auf die Fertigstellung des HLS Starship mit seiner Betankungsinfrastruktur und auf die neuen Mondanzüge von Axiom Space angewiesen. Abseits der offiziellen Statements scheint niemand, der mit der Thematik betraut ist, an die aktuellen Zeitpläne für Artemis zu glauben. Das Artemis-Programm besteht aber nicht nur aus großer oranger Rakete, man möchte langfristig am Mond eine Infrastruktur aufbauen. Auch mit Hilfe kommerzieller robotischer Missionen. Das Programm dafür heißt angelehnt an das sehr erfolgreiche ISS-Cargo-Versorgungsprogramm Commercial Lunar Payload Services. Trotz einer Bruchlandung ist Intuitive Machines die erste kommerzielle Mondlandung auf dem Mond geglückt. Zwar mit Schräglage und stark eingeschränkt, konnte Odysseus von Intuitive Machines eine gewisse Zeit aber Daten vom Mond senden. Die NASA hat Intuitive Machines jetzt beauftragt, im Jahr 2027 eine Reihe von Nutzlasten in die südliche Polarregion des Mondes zu liefern. Der Nova Sealander soll für knapp 117 Millionen US-Dollar 6 Nutzlasten mit einer kombinierten Masse von 79 Kilo in die südliche Polarregion des Mondes liefern. Eine der 6 Nutzlasten kommt übrigens von der ESA. Sie heißt Package for Resource Observation and In Situ Prospecting for Exploration, Characterization and Testing, kurz PROSPECT. Sie wird bis zu 1 Meter unter die Oberfläche bohren, um flüchtige Stoffe wie Wassereis zu untersuchen, die möglicherweise unter der Oberfläche existieren. Gestartet werden soll, wie gesagt, 2027. Die beiden NASA-Flüge im CLPS-Programm, die noch in diesem Jahr anstehen, sind die IM-2-Mission von Intuitive Machines und Firefly's Blue Ghost 1. Firefly gab die Woche bekannt, dass Blue Ghost 1 am JPL der NASA für Umweltprüfungen eingetroffen ist und der Start noch Ende diesen Jahres erfolgt. Noch vor Intuitive Machines hatte sich Astrobotics vergeblich an einer kommerziellen Mondlandung versucht. Wie jetzt bekannt wurde, verfehlte der Peregrine-Mondländer sein Ziel damals wegen eines defekten Ventils, das zu einem Treibstoffleck und in der Konsequenz zum Verlust der Mission führte. Der Peregrine-Lander, der verglühte dann in der Erdatmosphäre. Der Fehler, verursacht durch ein Versagen des Druckregelventils, ließ unkontrolliert Helium in den Oxidatortank strömen, was zu einem Bersten des Tanks führte. Das Ventil, das bei Vorstarttests normal funktioniert hatte, das versagte nach dem Start aufgrund von vibrationsbedingten mechanischen Veränderungen. Astrobotic arbeitet nun an einer Neugestaltung des Ventils und des gesamten Antriebssystems für den größeren Griffin-Lander, der bis Ende 2025 starten soll.
Es zeichnet sich immer mehr ab. Mit Blue Origin drängt da ein nur scheinbar schlafender Gigant in die Raumfahrt. Bisher nur suborbital unterwegs, könnte die erste Orbitalrakete New Glenn jetzt als einzige ernstzunehmende Konkurrenz zur SpaceX Falcon 9 direkt mit einer interplanetaren Mission ihren Einstand geben. Es gilt ja, macht Bilder, sonst ist es nicht passiert. Diese Woche gab es Bilder bzw. ein Bild der Hardware für den Erstflug, genauer der Glenn Stage 1. Blue Origin CEO Dave Lim teilte dazu mit, als nächstes darf folgen die Integration aller 7 BE-4-Triebwerke. Die werden bereits fertig und wenn sie montiert sind, dann wird der Hitzeschild des Triebwerks montiert. Seit dieser Woche gibt es auch ein Startdatum auf der offiziellen NASA-Seite für die Doppelmission Escapade, die ja auf dem Jungfernflug direkt dann zum Mars geschossen werden soll. Am 13. Oktober soll New Glenn zum ersten Mal abheben. Wir bleiben gespannt. Bisher, wie gesagt, nur suborbital unterwegs hat Blue Origin am 29. August 6 Personen auf einem suborbitalen Raumflug mit der New Shepard geschossen. Mit dabei ein von der NASA geförderter Forscher. Ja, und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Am Mittwoch, 28. August, ist von Cape Canaveral die Falcon 9 mit Starlink gestartet, die ja jedoch den Verlust des Boosters und dann das Grounding zur Folge hatte. Am Donnerstag, 29. August, da hat Galactic Energy die Ceres-1 Feststoffrakete aus chinesischen Küstengewässern gestartet. An Bord befand sich die Nutzlast-Tauffahrt Argo. Nach dem Grounding durch die FAA am 31. August Starlinks mit Falcon 9 von Vandenberg und kurz darauf am selben Tag Starlinks von Cape Canaveral. Bisschen ruhiger geworden um Relativity, das Startup mit der ersten 3D-gedruckten Rakete. Nach dem Erststart ist man ja voll auf die nächstgrößere und wiederverwendbare Terran A umgeschwenkt. Von der gab es etwas Neues, und zwar Bilder von Hardware. Zumindest sollte der Post das wohl suggerieren. Denn die darauf zu sehende Nutzlastverkleidung, die kam mir sehr bekannt vor. Und im Vergleich mit Bildern von Ariane 6 Fairings liegt der Verdacht nahe, dass Terran A seine Fairings von Beyond Gravity, vormals RUAG, aus der Schweiz bezieht. Neben der Ariane 5 und Ariane 6, da kommen auch die Nutzlastverkleidung für Atlas 5, Vulcan, Centaur und japanische H3 von Beyond Gravity. Nicht nur Ariane, auch die kleine Schwester Vega hat übrigens Beyond Gravity Fairings. Für den letzten Flug der Vega A ist wohl nun alles vorbereitet. Der Startdienstleister Ariane Space hat bekannt gegeben, dass der letzte Start der Vega-Rakete am 3. September von Kourou in Französisch-Guyana stattfinden wird. Bei dieser Mission wird der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-2C für die Europäische Kommission in die Umlaufbahn gebracht. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir diesen Flug wegen Schlamperei Oberstufentanks auf einem Schrottplatz gelandet sind und dann unbrauchbar waren. Da die Produktionslinie für die AVOM Oberstufentanks eingestellt wurde, um die Außerdienststellung der Rakete vorzubereiten, da musste Avio eine Möglichkeit finden, stattdessen die größeren Treibstofftanks der AVOM Plus Oberstufe der Vega C oder Testtanks aus den Anfängen des Vega-Programms zu nutzen. Welche Option jetzt gewählt wurde, das ist mir bisher nicht bekannt. Die Vega C, die hatte auf ihrem zweiten Flug einen Fehlstart und ist seitdem am Boden. Die Vega C, die sollte eigentlich die kleinere Vega ablösen. Mit 3 Fehlstarts auf 23 Fliegen gehört die europäische Vega-Raketenfamilie zu den unzuverlässigsten Raketen der Welt. ESA und Raketen, das passte in den letzten Jahren irgendwie nicht mehr richtig gut zusammen. Gute Nachrichten gab es dafür für JUICE. Eigentlich schon letzte Woche, dafür jetzt mit schönen Bildern, ist die Mission zu den Eismonden des Jupiters bei einem Flyby um Erde- und Mondsystem vorbei geschwuppt. Das Manöver hat 100 bis 150 Kilogramm Treibstoff eingespart und JUICE bis auf 750 Kilometer an den Mond herangeführt. Nach einem Swing bei An der Venus 2025 sind 2026 und 2029 noch 2 weitere Vorbeiflüge an der Erde geplant, um dann die nötige Geschwindigkeit zu halten, um im Juli 31 das Jupiter-System zu erreichen. JUICE ein bisschen die Schau stehlen wird voraussichtlich Europa Clipper der NASA. Dank eines direkteren Flugplans mit Falcon Heavy und lediglich einem Mars- und einem Erdflyby wird die NASA-Mission das Jupiter-System bereits im April 2030, mehr als ein Jahr vor JUICE, erreichen. Die NASA-Sonde zur Erforschung des Jupitermonds Europa hat nun ihre gewaltigen Solarpaneele erhalten, enorme 4 Meter hoch, und mit Raumsonde liegt die Gesamtspannweite dann bei 30,5 Metern. Die Solarpaneele, die sind übrigens auch anders angeordnet, die gleichen wie die von JUICE und kommen von Airbus. Nach Problemen mit der Strahlungshärtung von elektronischen Bauteilen ist Europa Clipper nun doch auf der Zielgeraden, um das Startfenster im Oktober zu erwischen. Bevor wir uns noch die Starts der kommenden Woche anschauen, vielen Dank an die Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und besonders herzlich von mir geht an euch alle ein riesen Dankeschön. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video, da findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's dann alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche. Sollte die Falcon 9 wieder regulär fliegen dürfen, dann gäbe es am Dienstag, 3. September mit Annual 113 einen Start für das Pentagon, gefolgt von 2 Starlink-Starts am Mittwoch, 4. September.
6. September, letzter Vega-Start mit dem Erdbeobachtungssatellit Sentinel-2C von Kourou aus. Ja, und wenn das Wetter passt, natürlich auch der Polaris Dawn-Start mit dem geplanten Außenbordeinsatz. Klar, dann wird es von mir jeweils einen Livestream geben, sowohl vom Start als auch vom Weltraumausstieg. Link zum Livestream mit angepassten Startzeiten, sobald sie bekannt sind, findet ihr unter dem Video. Ja, da findet ihr auch den Link zur Senkrechtstarter Geburtstagsparty am 11. Oktober in Speyer und dem Space Creator Day am Tag drauf im Technikmuseum Speyer. Ja, ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.